Hallöchen ihr Lieben und willkommen zurück zu diesem hübschen Oberteil. Ich häkel hier wie immer für Größe M und wir benötigen unseren Brustumfang. Das sind bei Größe M in etwa 100 cm und egal was für einen Brustumfang ihr habt, wir ziehen davon 15% ab. Also nehme ich 100 minus 15% und komme somit auf 85. Nun häkeln wir gleich einen Schal, der ungefähr eine Länge von 85 hat. Danach müsst ihr euch noch bewusst sein, wie hoch das Ganze werden soll. Entweder messt ihr über den Brustbereich oder ihr häkelt einfach die Kette und schaut, ob das breit genug ist. Ich werde hier in etwa 25 cm nehmen. Das Ribbündchen wird sich ungefähr um 2 cm zusammenziehen. Das heißt 23 reichen voll und ganz. Ich häkel mit einem vierfädigen Bobbel meliert und einer Vierernadel. Ihr könnt jetzt mit einer Luftmaschenkette beginnen und halbe Stäbchen zurückhäkeln oder mit mir den Fußschlingenanschlag für halbe Stäbchen häkeln. Dazu 2 Luftmaschen, dann einen Umschlag und in die erste Lasche zurück. Faden holen, durchziehen, alle 3 Laschen auf gleiche Höhe ziehen, dann durch eine Schlaufe für den Boden der Masche und danach den Faden holen durch 3 Schlaufen fürs halbe Stäbchen. Nun können wir unten den Faden ein bisschen hochziehen, dann hat sich hier eine Masche gebildet, einen Umschlag in die Masche einstechen, komplett, Faden holen, alle 3 Laschen auf gleiche Höhe ziehen, das ist wichtig, dass die Kette elastisch bleibt, durch eine Schlaufe und dann durch 3. Umschlag, nächste gebildete Masche, komplett einstechen, Faden holen, durchziehen, alle 3 Laschen auf gleiche Höhe, durch eine, auf dem die Masche steht, und dann durch 3 fürs halbe Stäbchen. Und so häkeln wir jetzt unsere Kette, bis wir auf unsere Zentimeterangaben kommen. Nach 25 cm sieht das Ganze so aus und ist, wie schon erwähnt, auf 23 runtergeschrumpelt. Für die nächste Reihe 2 Wände Luftmaschen, ein Umschlag und nun stechen wir immer ins hintere Maschenglied ein und häkeln ein halbes Stäbchen. Umschlag, nächste Schlaufe ins hintere Maschenglied und ein halbes Stäbchen. Setzt euch hier immer einen Marker am Anfang und am Ende, da sich die Masche so ein bisschen zur Seite wegzieht und damit ihr nachher nicht schief auskommt, weil ihr diese auslasst. Und jetzt heißt es, bis zum Reihenende immer in die hintere Schlaufe einer Masche und dann sollte es so aussehen. Am Ende der Reihe auch nur in die letzte Masche in die hintere Schlaufe, damit das Ganze schön elastisch bleibt, denn wir wollen ja ein Ribbündchen sozusagen häkeln. Und für die nächste Reihe dann 2 Wände Luftmaschen und auch hier wieder ins hintere Maschenglied, also die hintere Schlaufe nur abhäkeln mit einem halben Stäbchen. Und hier auch wieder in die erste Masche direkt den Marker setzen, denn diese zieht sich auch gerne zur Seite weg und wird dann mal gerne übersehen. Und ab hier häkeln wir jetzt Reihe für Reihe immer ins hintere Maschenglied und zwar so lange, bis euer Schal, nenne ich es jetzt mal, komplett an euren Brustumfang rumpasst. Und so sollte es dann aussehen. Das schaffelt sich dann so. Nach 70 Reihen habe ich meinen Brustumfang erreicht. Und dann können wir jetzt zum Vernähen kommen oder zum Zusammenhäkeln. Das kann sich jetzt jeder aussuchen. Ich häkle zusammen, mache dafür schon mal eine Luftmasche, ermittle mir die Mitte, denn wir brauchen genau die Hälfte. Ich hatte ja hier 40 Maschen, um auf 25 cm zu kommen und häkel somit 20 Maschen zusammen. Dazu nehme ich immer die beiden innenliegenden Schlaufen, also diese und häkel diese beiden gemeinsam mit einer Kettmasche ab. Diese aber nur ganz locker abketten, damit sich das nicht zusammenzieht. Diese innenliegende und diese und gemeinsam abketten.
Ganz easy. So sieht es dann aus. Nach 20 Maschen sieht es dann so aus. Und so von der anderen Seite. Jetzt können wir das Ganze noch schnell vernähen. Und dann kommen wir zum nächsten Part. Nachdem es vernäht ist, sieht das so aus an der Puppe. Also es ist normal, dass sich das oben etwas auseinanderzieht und schön anschmiegt. Für die nächste Reihe habe ich mich für eine andere Bobbelfarbe entschieden, und zwar diese hier. Da hatte ich noch einen schönen großen Rest und der passt perfekt zum Orange. Und nun fixiere ich mit den Faden seitlich. Das ist wichtig, damit das von der Naht her nicht so in die Optik fällt. Und wir beginnen mit festen Maschen. Hier halte ich mich jetzt immer an die Reihen, ne? Also eine Reihe, eine Masche. Es sei denn, ihr merkt, es wird zu viel oder zu wenig, dann müsst ihr dementsprechend anpassen. Es kommt da auch immer darauf an, wie fest oder wie locker ihr häkelt. Wenn es natürlich perfekt hinhaut, dass ihr pro Reihe immer eine Masche setzt, dann könnt ihr das auch so lassen. Am Ende muss es einfach nur flexibel sein. Und ab hier jetzt einmal komplett herum feste Maschen. So sieht es dann aus und schön flexibel. Nachdem wir nun die festen Maschen gleichmäßig verteilt haben, kommen wir nun zum Blumengürtel. Der Blumengürtel oder das Muster wird normalerweise so gehäkelt, dass wir jetzt 3 Luftmaschen häkeln würden und in jeder dritten Masche eine feste Masche setzen. 3 Luftmaschen und in jede dritte Masche eine feste Masche. Das Muster allerdings zieht sich sehr stark zusammen und bei diesem Oberteil wollen wir jetzt alles, nur nicht, dass es sich noch stärker zusammenzieht. Also werde ich 3 Luftmaschen häkeln und in die zweite eine feste Masche häkeln. 3 Luftmaschen und in die zweite Masche wieder eine feste Masche. 3 Luftmaschen und in die zweite eine feste Masche. Und so verteilen wir jetzt ringsherum die Bögen. Immer 3 Luftmaschen und in jede zweite Masche eine feste Masche häkeln. Wenn ihr am Ende angekommen seid, zählt das Ganze einmal durch und schaut, dass die Bögen teilbar durch 3 sind. Falls nicht, 1 bis 2 Bögen noch irgendwie dazwischen mogeln. Nachdem wir nun alle Bögen verteilt haben, können wir mit der ersten Reihe für das Blumenmuster beginnen. Wir häkeln 5 Luftmaschen und setzen uns in die dritte Masche von unten gezählt den Marker und 2 für den Bogen. Danach gehen wir hinter die feste Masche in den Bogen und häkeln eine feste Masche. Nun haben wir 1, 2, 3 feste Maschen bei den nächsten Bögen und diese werden jetzt mit Büschelmaschen behäkelt. Eine Büschelmasche hier, eine hier, eine hier. Alle 3 Büschelmaschen werden gemeinsam geschlossen. Dazu machen wir einen Umschlag, stechen in die erste feste Masche ein, holen den Faden, ziehen diesen hoch. Umschlag, gleiche Einstichstelle, Faden holen, hochziehen. Umschlag, gleiche Einstichstelle, Faden holen, hochziehen. Nun einen Umschlag, nächste feste Masche, Faden holen, hochziehen. Umschlag, gleiche Einstichstelle, Faden holen, hochziehen. Umschlag, einstechen, Faden holen, hochziehen, also immer 3 Mal. Und ein letztes Mal in die nächste Masche. Umschlag, einstechen, Faden holen, hochziehen. Umschlag, einstechen, Faden holen, hochziehen und Umschlag, einstechen, Faden holen, hochziehen. Jetzt haben wir hier eine beachtliche Anzahl an Schlaufen. Wenn ihr mal so ein bisschen wackelt, könnt ihr den Faden jetzt leichter durch die Schlaufen hindurchziehen. So, wenn ihr das gemacht habt, eine Luftmasche und dann zuziehen. 3 Luftmaschen
Und nochmal eine einzelne Büschelmasche, und zwar in das Löckskin einstechen, Faden holen, hochziehen, Umschlag, einstechen, Faden holen, hochziehen, Umschlag, einstechen, Faden holen, hochziehen. Alle Schlaufen abmaschen. 3 Luftmaschen. Und nun nicht in den ersten Bogen, sondern um den zweiten Bogen. Das heißt, hinter der nächsten festen Masche um die Kette des Bogens herum eine feste Masche. Drei Luftmaschen, nächster Bogen, eine feste Masche um die Kette. Jetzt haben wir hier unseren ersten Bogen, hier den zweiten und den dritten. 3 Luftmaschen erzeugen wir, indem wir rüber in die nächste Blüte gehen. Also 1, 2 und der dritte entsteht automatisch, wenn wir mit den 3 Luftmaschen die Blüte anfangen. Und dazu nehmen wir uns jetzt hier die nächsten 3 festen Maschen. Umschlag, einstechen, Faden holen, hochziehen. Umschlag, einstechen, Faden holen, hochziehen und ein drittes Mal Umschlag, einstechen, Faden holen, hochziehen. Umschlag, nächste feste Masche, Faden holen, hochziehen, Umschlag, einstechen, Faden holen, hochziehen, Umschlag, einstechen, Faden holen, hochziehen. Und ein drittes Mal in die nächste feste Masche. So, und alles gemeinsam abmaschen. Mit einer Luftmasche schließen und festziehen. 3 Luftmaschen und noch eine einzelne Büschelmasche durch das Löckskin hindurch. Und immer 3 Umschläge. 3 Luftmaschen. Und nun wieder hinter der ersten festen Masche in dem Bogen eine feste Masche. 3 Luftmaschen, nächster Bogen, eine feste Masche, 3 Luftmaschen und der dritte Bogen entsteht automatisch, wenn wir jetzt wieder mit den nächsten 3 festen Maschen die Blüte beginnen. Und so sollte es aussehen. Und am runden Ende schließen wir dann mit 3 Luftmaschen, wo wir den Marker gesetzt haben. So, und im besten Fall sollte dann bei euch das Ganze etwas auseinandergehen, also sich auf jeden Fall nicht zusammenziehen. Und dann kommen wir zur nächsten Runde. Wir häkeln wieder 5 Luftmaschen und setzen in die dritte Masche von unten den Marker. Dann stechen wir hinter der ersten festen Masche ein. Jetzt wollte ich gerade eine Kettmasche häkeln. Hinter der ersten festen Masche ein und häkeln eine feste Masche. Und nun 3 Luftmaschen. Und jetzt müssen wir nochmal 3 Büschelmaschen in die Blüte häkeln, um sie abzuschließen. Dabei stechen wir in das Löckskin ein und nicht um die Kette. Die Kette verschwindet quasi hinter oder in den Büschelmaschen. Die nächsten 3 Büschelmaschen werden allerdings einzeln gehäkelt. Also, wir machen einen Umschlag und holen uns 3-mal den Faden. So, häkeln eine Büschelmasche ab. 3 Luftmaschen. Dann könnt ihr euch das so ein bisschen zur Seite ziehen. Danach die nächste Büschelmasche. 3 Umschläge. 3-mal den Faden holen. Eine Büschelmasche abmaschen, 3 Luftmaschen und das gleiche noch einmal, 3 Umschläge, 3-mal den Faden holen und eine Büschelmasche. So, und dann ist unsere erste Blüte komplett fertig. 3 Luftmaschen und nun brauchen wir wieder unsere 3 Bögen. Wir gehen nach der fertigen Blüte hinter der ersten festen Masche hin um die Kette herum und häkeln eine feste Masche. 3 Luftmaschen,
hinter die nächste Masche eine feste Masche. Jetzt haben wir schon 2 Bögen und den dritten Bogen, den lassen wir entstehen, indem wir die nächste Blüte beginnen. Umschlag, drei Luftmaschen, Umschlag, nächste Büschelmasche häkeln. 3 Luftmaschen, Umschlag und die dritte und letzte Büschelmasche häkeln. 3 Luftmaschen und nun wieder 3 Bögen. Hinter der nächsten festen Masche eine feste Masche. 3 Luftmaschen. Hinter der nächsten festen Masche eine feste Masche. 3 Luftmaschen und die nächste Blüte fertigen. Und dann sollte das so aussehen. Und am Ende der Reihe häkeln wir dann wieder eine Kettenmasche, wo wir den Marker gesetzt haben. Und dann sollte alles soweit fertig sein. Und so sollte es dann aussehen. Für den nächsten Part können wir uns nun von der Farbe wieder trennen. Dazu nehme ich mir wieder meine ursprüngliche Farbe, ziehe diese durch die davor, mache das Ganze zu, nehme mir beide Fäden nochmal hinzu, mache die erste Luftmasche mit beiden zusammen und dann haben wir das auch fixiert. So, als nächstes gehen wir jetzt in jeden Bogen und häkeln dort 3 Stäbchen. Können wir auch den Marker umsetzen. Also in jeden Bogen um die Kette herum 3 Stäbchen. So, und das nun einmal rum. So, ihr Lieben, zurück. Und wenn ihr einmal rum seid, dann in der ersten Masche mit einer Kettmasche schließen. So, als nächstes machen wir 2 Wendeluftmaschen, wenden das Ganze, weil dann sind wir auch schon direkt in der ersten Lücke zwischen den beiden Fächern und können dort dann beginnen, wieder 3 Stäbchen zu häkeln. Hier allerdings häkeln wir nur 2, denn die Steigeluftmaschen sind ja bereits schon wie ein Stäbchen. Und ab hier heißt es jetzt Reihe für Reihe immer die Runde beenden mit einer Kettmasche, 2 Steigeluftmaschen, die Richtung wechseln und wieder dazwischen einstechen und 3 Stäbchen häkeln. Das so lang, wie ihr jetzt euer Oberteil haben möchtet. Und wenn ich soweit bin, dann sehen wir uns wieder. Bis gleich. Nach 18 Reihen ist bei mir das Top lang genug. Das reicht für mich voll und ganz. Da sollte aber jeder für sich individuell anpassen, also immer mal wieder anprobieren. Und dann können wir uns jetzt noch unsere Kordel häkeln. Hier habe ich ganz normal eine Luftmaschenkette mit 250 Luftmaschen angeschlagen. Das reicht für mich voll und ganz, um das hier vorne einmal rum einzufädeln, dann hoch bis zum Hals und im Nacken schließen zu können. Dafür nehme ich mir eine Sicherheitsnadel und einen Maschenmarkierer. Dann nehme ich meine Kordel mir einmal mittig zusammen. Und die Mitte fixiere ich mir mit dem Maschenmarkierer in der Mitte des Ausschnitts. Dann kann die Kordel sich auch nicht mehr verziehen.
Dann fädel ich mir das Ende in der Sicherheitsnadel ein, um diese dann hin und zurück einfädeln zu können. Hier kann jeder für sich selbst entscheiden, ob ihr jetzt jede zweite Masche das Ganze einfädelt oder in jeder Masche. Und am Ende sieht mein Topf so aus. Ich hoffe, euch hat die Anleitung gefallen und ihr seid gut mitgekommen. Vergesst nicht, eure Bewertung da zu lassen, wie immer ganz, ganz wichtig. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Nachwerkeln und wir hören uns bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!